Schwindel, Unruhe, das Gefühl, dass man neben sich steht, das sind nur einige der Symptome der körperlichen Angst. Hier bekommst du Schritt für Schritt eine Anleitung geschenkt, wie du dich von diesen Symptomen befreien kannst und sie darüber hinaus sogar löschen kannst, damit es dir wieder gut geht. Und diese Übungen sind wirklich phänomenal, die ich dir im Laufe dieses Videos noch geben werde, um das alles wieder umzupolen. Aber bevor wir dazu kommen, musst du dieses Phänomen erstmal verstehen. Denn ich sage immer, wer nicht versteht, der kann es auch nicht ändern. Und dazu habe ich dir heute etwas mitgebracht und vielleicht kann ich dich sogar da packen und dass du sagst, genau so war das bei mir. Schauen wir mal, ob das tatsächlich so ist. Ich stelle dir heute das Konzept vor der interozeptiven Exposition. Reflexlernen nennt man das auch zu gut Deutsch gesagt. Und diese Theorie geht davon aus, dass wir alle Reize haben, ja, und wir haben alle Reize. Wir haben Reize schon von Geburt an. Jeder kennt es. Du kannst zum Beispiel eine Zitrone anschauen oder jemand beißt da rein und da merkst du schon, dass bei dir so der Speichel hier so leicht runterfließt, ja. Und das sind solche Reize, die alle Menschen von Natur aus schon von alleine haben und erstmal völlig normal ist. Unterschieden zwischen externen Reizen und internen Reizen. Ein externer Reiz wäre sowas wie zum Beispiel mit der Zitrone. Es gibt aber auch sehr viele interne Reize. Zum Beispiel, dass das Herz mal schneller klopft oder man hat einen Herzstolperer oder es knurrt, es kratzt, da ist irgendwas, da haben sich irgendwelche Dinge innen drin verändert. Und das ist auch ganz normal und haben alle Menschen auf der Welt. Es ist das Normalste auf der Welt. Wenn man jetzt aber unter einer Angststörung, gleich welche leidet, aber meistens ist es oft bei Hypochondrie oder Herzangst, aber auch der Panikstörung der Fall, dann verändert sich das Ganze. Und das Ganze wird dann unterteilt zwischen einem UCS und einem CS. Der UCS ist das, was ich dir gerade gesagt habe, der normale interne Reiz, der von der Geburt an ganz normal ist. Also ein unbedingter Reiz ohne Lernen. Der geschieht also ganz von alleine, wie zum Beispiel das jetzt mit der Zitrone oder das mit dem Herzklopfen etc. Und jetzt kommen wir zu der Problematik, warum es dazu kommt, dass wir eine Angststörung gleich welche entwickeln mit körperlichen Symptomen. Meine Theorie geht jetzt davon folgendermaßen aus. Wenn wir einen UCS haben, also einen unbedingten Reiz, anhand eines Beispiels will ich dir das mal erklären. Und du kannst dieses Beispiel auf alles ausdehnen, weil es immer wieder dieselbe Formel ist. Wir gehen jetzt einmal davon aus, an eines Beispiel einer Person X. Die Person X läuft die Treppen nach oben. Das macht sie schon ihr ganzes Leben lang. Das Herz klopft dabei schneller, sehr stark, hat vielleicht auch ein paar Stolperer. Du befindest dich im UCS-Bereich, wenn man so möchte. Es ist alles ganz normal, es wird nicht überbewertet, es besteht keine Gefahr. Es ist noch die normale, gesunde Konditionierung. Die Konditionierung, die uns nicht in Panik und Angst bringt. Jetzt kann aber Folgendes an diesen Beispielen, nagel mich jetzt nicht fest, das ist ein einfaches Beispiel, das imaginär jetzt ist, Folgendes passieren. Die Person X hat irgendwann mal am Tag X das erste Mal in ihrem Leben eine Panikattacke bekommen. Sie war sehr, sehr stark und hat hier oben in unserem Bewusstsein, aber auch im Unterbewusstsein, wenn man so möchte, Narben hinterlassen. Neue Ängste. Was hat sich entwickelt? Aus einem ursprünglichen normalen Reiz, den sogenannten UCS, ist ein CS geworden. Und was ist ein CS? Der CS ist der bedingte Reiz. Das bedeutet, ursprünglich war es ein UCS, durch eine neue Kopplung, im schlimmsten Falle eine mehrmalige Koppelung, hat sich ein CS gebildet. Was bedeutet das jetzt in meinem Beispiel? Ich kann es dir sagen. Durch diese Panikattacke ist jetzt Folgendes passiert. Alles, was die Person X jetzt mit diesen Symptomen, die am meisten an der Panik aufgefallen ist, zum Beispiel das Herzrasen, das Flattern, das Kurzatmige, das Hyperventilieren, wird jetzt gekoppelt mit allen an den Reiz, was damit zu tun haben kann. Das bedeutet, die Person X geht jetzt morgen oder übermorgen die Treppen hoch, im ersten Stock nur oder im zweiten Stock nur und hat hat praktisch die gleichen Symptome wie früher mit dem UCS, aber es wurde ein CS. Sofort triggert diese Konditionierung jetzt um und es entsteht eine neue Panikattacke. Und das hat jetzt nicht mit dem bewussten Denken, mit dem mentalen Bewussten in dem Moment zu tun, was natürlich auch noch dazu kommt mit diesen Was-wäre-wenn-Gedanken, die das Ganze noch mehr befeuern. Das hat damit nichts zu tun, es ist tatsächlich eine Umkonditionierung, eine
Unkonditionierung hat stattgefunden. Und diese Unkonditionierung nennt man jetzt CS. Und jetzt kommt dein großer Gamechanger. Und jetzt hör mir genau zu, weil das darfst du verstehen. Ich erkläre es dir anhand eines Beispieles. Ich habe zum Beispiel gerade momentan eine Klientin, die sagt immer wieder, schau mal Juan, mir tut der Rücken weh, ich habe Herzrasen, ich habe Übelkeit, ich habe dies, ich habe jenes, hier kratzt es, meine Waden tun weh, ich sehe irgendwie verschwommen, mir ist schwindelig den ganzen Tag, ich habe dies, ich habe jenes, ich habe das Gefühl, dass mir übel wird und. Und der Wunsch besteht jetzt natürlich, wie kann ich jetzt diese Symptome auslöschen? Was machen dann ganz viele Menschen? Sie begeben sich auf einen Marathon an Ärzte. Also sie suchen jeden Arzt aus Google nach jeder Krankheit. Und was passiert? Sie befeuern diese Symptome erst recht. Und jetzt hör mir nämlich genau zu, denn es geht nicht darum, diese Symptome per se auszulöschen oder irgendwie auszuknipsen. Es geht darum, dass sie wieder zu einem UCS werden. Wenn sie zu einem UCS werden, einen neutralen Reiz, weil man sie wieder so bewerten kann, als wären sie normal und gehören dazu, dann werden sie erst wieder zu einem CS, zu einer Normalisierung, weil sie dann nicht mehr pathologisiert werden. Verstehst du das Ganze? Es besteht nicht darin, die einfach irgendwie auszuknipsen. Es besteht darin, sie erst wieder zu entpathologisieren und anschließend können sie sich dann von dir lösen und frei werden, weil sie normalisiert geworden sind. Und weil man das Ganze wieder umpolen kann und unkonditionieren, zeige ich dir jetzt, wie das Ganze auch funktioniert anhand von verschiedenen Übungen, die du jeden Tag machen darfst, solange wie du merkst, dass diese Symptome wieder normalisiert werden. Fang mal an. Erste Übung. Das Überatmen. Versuche zu hyperventilieren. Diese Übungen mögen vielleicht bei dir Unbehagen erstmal auslösen, sind aber vollkommen harmlos und ungefährlich. Wenn du dir dessen nicht ganz sicher bist, dann geh bitte zu einem Kardiologen, lass dich untersuchen. Wenn der sagt mit deinem Herz, ein EKG und ein Ultraschall, was er bei dir gegebenenfalls macht, ist alles in Ordnung, kannst du auch diese Übungen machen. Erste Übung. Fang an, 1 bis 2 Minuten jeden Tag ungefähr um die gleiche Uhrzeit an, ständig mit Absicht zu hyperventilieren. Atme dabei tief ein, kräftig, sehr schnell, sehr stark. Also ungefähr so. 1 bis 2 Minuten, wie gesagt. Ich weiß, das Ganze sieht jetzt ein bisschen lächerlich aus, aber das darf dir jetzt nicht irgendwie komisch vorkommen. Einfach nachmachen und du wirst sehen, es wird dir helfen. Also Übung Nummer 2. Du nimmst einen Trinkhalm, einen Strohhalm, hältst dir deine Nase kräftig zu und atmest dadurch ein und aus. Zwei Minuten, auch jeden Tag. Übung Nummer 3. Halte den Atem 30 Sekunden lang an. Die nächste Übung ist wie folgt. Du setzt dich auf einen Drehstuhl drauf, auf so einen Bürosessel etc. und drehst dich 5 Minuten lang. Du drehst dich, bis dir so richtig schwindelig ist. Wenn du fertig bist, stehst du auf und schaust auf die Wand, ohne zu blinzeln und versuchst so gut wie möglich gerade zu stehen und das Ganze nicht zu bewerten. Jetzt gibt es noch die mega Spezialübung für die Menschen, die unter dieser Depersonalisation und Derealisation leiden. Das Gefühl, es ist alles unecht, das oft gepaart ist mit Angst. Und ich habe da wirklich eine ganz, ganz tolle Übung. Hör mir genau zu. Ich kann mich aus meiner Kindheit erinnern, dass ich in der Pubertät und schon davor immer solche Experimente gemacht habe und manchmal in den Spiegel reingeschaut habe, ohne zu blinzeln. Und kennst du das? Das hat ungefähr so 30 Sekunden gedauert. Dann entstand bei mir so ein Gefühl, bin ich echt, ist alles unecht etc. Und auch irgendwie beängstigend. Und genau das sollst du jetzt tun. Du fängst an, jeden Tag in den Spiegel hineinzuschauen, mindestens 2, 3, 4 Minuten lang. Du versuchst nicht zu blinzeln. Und jetzt werden Empfindungen und Emotionen entstehen, die gleich sind wie die Depersonalisation oder Derealisation. Du versuchst es nicht zu bewerten. Durch das immer wieder Wiederholen wird es auch hier entpathologisiert und fängt an, in deinen Alltag normal zu werden.
sind alles Symptome, die auf der körperlichen Ebene bei Ängsten jeglicher Art entstehen können. Man darf aber auf gar keinen Fall vergessen, dass es natürlich auch noch das Mentale gibt. Ja, also alles, was mit diesen Geschichten zu tun hat, was wäre wenn, etc., die man sich selber erzählt und anfängt zu glauben. Und ich weiß jetzt, dass du neugierig geworden bist und bestimmt Interesse hast, wie man auch das Mentale wieder in den Griff bekommen kann. Und deswegen verlinke ich dir hier ein Video dazu auf der Endcard. Ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen. Dein Juan. Namaste.